Ich möchte hier etwas übersichtlich darstellen, was viele Menschen spüren, aber selten präzise benennen: den Funktionsmodus. Funktionsmodus klingt erstmal harmlos, ist es aber nicht aus meiner Sicht. Gemeint ist ein chronisches Stressmuster, ein Zustand von Daueraktivierung. Reagieren, leisten, durchhalten, bei gleichzeitig immer weniger Ruhe, Spüren und echter Rückbindung an dich selbst. Viele Menschen halten das inzwischen für normal, weil es in unserer Welt fast normal geworden ist. Und genau das ist aus meiner Sicht schwierig. Heute geht es nicht darum, alles im Detail auseinanderzunehmen, sondern erstmal die größere Landkarte aufzumachen. Also, was steckt eigentlich alles im Funktionsmodus drin? Warum ist dieses Thema größer, als es erstmal klingt? Und warum lohnt es sich, aus meiner Perspektive, die einzelnen Ebenen davon mal genauer anzuschauen? Was ist der Funktionsmodus eigentlich genau? Was macht dieser Zustand mit Menschen? Und warum hält er sich oft so hartnäckig? Ich lade dich ein, das und einiges mehr gemeinsam mal anzuschauen. Hi, ich heiße Sepp Heller. Ich habe einige Jahre im leistungsorientierten Reha-Training, im Gesundheitsmanagement und als Wissenschaftler gearbeitet. Und dabei habe ich viel darüber gelernt, was verschiedenste Einflüsse aus Beruf und Alltag mit uns machen, wie sie auf uns wirken und wie wir häufig damit umgehen. Vor allem habe ich aber auch selbst erfahren, wie es sich anfühlen kann, nur noch zu funktionieren. Und deshalb helfe ich heute ambitionierten Selbstständigen und Führungskräften, weniger nur noch zu funktionieren und dafür mehr verbunden, lebendig zu leben und ihre Energie und Zeit stimmiger einzusetzen. Okay, Funktionsmodus ist mehr als ein voller Alltag oder ein paar anstrengende Wochen. Gemeint ist ein Zustand, in dem ein Mensch zwar weiter funktioniert, oft sogar ziemlich zuverlässig, aber innerlich immer stärker auf Reaktion, Anpassung und Durchhalten eingestellt ist. Nach außen kann das ziemlich kompetent wirken. Man ist da, man erledigt Dinge, man trägt Verantwortung, man macht weiter. Aber innen wird es oft schmaler, weniger Ruhe, weniger Spüren, weniger echte Rückbindung an dich selbst. Das Entscheidende ist, das ist heute nicht irgendein Spezialthema für einzelne besonders belastete Menschen. Viele leben über lange Strecken genau in einem solchen Zustand, ohne ihn als solchen zu benennen. Vielleicht sagen sie eher sowas wie: es ist halt gerade viel. Oder ich habe einfach viel um die Ohren. Oder ich versuche halt irgendwie allem gerecht zu werden. Oder einfach nur: ich bin am Funktionieren. Und genau da liegt schon was Wichtiges drin. Wenn ein Zustand so verbreitet ist, dass er fast normal wirkt, dann fällt oft gar nicht mehr auf, dass er überhaupt ein Zustand ist und nicht einfach das Leben selbst. Und genau deshalb lohnt sich die erste Frage: Was ist der Funktionsmodus eigentlich genau? Und warum fällt er so oft gar nicht als Problem auf? Eine Ebene davon ist physiologisch. Aktivierung ist an sich nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie ist ursprünglich sinnvoll. Sie hilft uns, schnell zu reagieren, Energie bereitzustellen und uns zu fokussieren, Belastung zu tragen und in akuten Situationen echt gut handlungsfähig zu sein. Das Problem ist also nicht die Aktivierung an sich. Problematisch wird es dort, wo Aktivierung nicht mehr die Ausnahme bleibt, sondern sich immer mehr wie ein Grundmodus, ein Grundtonus anfühlt. Dann ist man nicht nur in bestimmten Momenten angespannt, sondern das ganze System läuft insgesamt häufiger auf Bereitschaft und Reaktion und Durchhalten. Und genau da wird es modern. Das Problem heute ist oft nicht, dass wir zu selten mobilisieren, sondern dass wir kaum noch sauber runterregulieren. Wir leben in einer Zeit von ständiger Erreichbarkeit, Informationsflut, künstlichem Licht, Bildschirmarbeit, sozialen Medien, sozialen Vergleichen und dauernd mentalem Input. Das sind oft keine großen, dramatischen Gefahren, aber genau das macht es so tückisch. Es sind viele kleine, dauerpräsente Reize, die das System ständig beschäftigen, ohne dass wirklich ein klarer Abschluss entsteht. Und so bleibt die innere Aktivierung oft an, obwohl objektiv gerade gar kein Notfall da ist. Die zweite Ebene, Leistungskultur. Da steckt aber nicht nur Physiologie drin.
Da steckt auch unsere Leistungskultur mit drin. Wir leben in einer Kultur immer noch, in der Funktionieren schnell stark wirkt. Viel tragen, zuverlässig abliefern, weitermachen. Nicht zu viel spüren lassen, in den meisten Situationen. Nicht ausfallen. Und vieles davon wird ja auch belohnt. Mit Anerkennung, mit Status, mit Vertrauen, manchmal sogar mit Identität. Das Problem ist nur, was im Außen kompetent aussieht, kann im Inneren längst Leben im gewissen Dauerstress sein oder eben im Funktionieren. Und wenn Funktionieren immer wieder als Stärke gelesen wird, dann wird ein Zustand, der eigentlich Aufmerksamkeit bräuchte, schnell noch weiter normalisiert. Und oft ist das nicht erst im Erwachsenenleben entstanden. Viele Menschen haben früh gelernt, dass Anpassung, Leistung, Vernunft und Durchhalten Anerkennung bringen. In Familie, in Schule, im Umfeld, später oft auch im Studium, in der Arbeit oder in deiner Selbstständigkeit. Oft sogar ganz normal und unspektakulär. Gerade deshalb sitzt es oft so tief. Man lernt früh, worauf positiv reagiert wird und worauf eher nicht. Zum Beispiel auf Anpassung, auf Leistung, auf nicht zu viel sein, auch darauf, dich selbst zurückzunehmen. Und deutlich seltener auf Müdigkeit, auf innere Unsicherheit, auf Überforderung oder die Frage, was eigentlich gerade wirklich stimmig wäre. Daraus entstehen dann oft Sätze wie: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder erst die Arbeit, dann ich. Reiß dich zusammen. Ich darf nicht schwach wirken. Erst wenn alles erledigt ist. Erst dann darf ich mich entspannen. Das Tückische ist, solche Sätze laufen später oft nicht mehr laut und bewusst im Kopf herum. Sie wirken eher wie ein stilles Betriebssystem im Hintergrund. Und dadurch wird der Funktionsmodus nicht nur zu einer Reaktion auf äußeren Druck, sondern oft auch zu einer tief eingeübten Beziehung zu Leistung und zu dir selbst, Sicherheit und Anerkennung. Wenn man das zusammennimmt, wird verständlich, warum Funktionsmodus heute oft so normal wirkt, weil er physiologisch nachvollziehbar ist, kulturell oft verstärkt und oft schon früh mit vorbereitet wurde. Genau deshalb halten viele Menschen ihn nicht nur für einen Zustand, sondern fast für ihre normale Art zu leben. Und genau deshalb bleibt dieser Zustand nicht harmlos. Er verändert oft nicht nur Energie oder Belastbarkeit, sondern auch, wie Menschen ihren Körper spüren, wie nah sie sich selbst sind, wie präsent sie in Beziehungen sind und wie sehr sie noch merken, was ihnen denn wirklich gut tut. Vieles läuft weiter, aber innerlich wird es oft stiller, weniger Rückmeldung, enger oder stumpfer. Nicht unbedingt dramatisch auf einen Schlag, sondern eher schleichend, sodass es normal wird. Und gerade weil das oft so schleichend passiert, wird es leicht übersehen. Und eine weitere Ebene macht das Ganze noch ein bisschen anspruchsvoller. Menschen halten diesen Zustand oft nicht nur aus, sondern treiben ihn manchmal sogar weiter an, mit genau dem, was eigentlich entlasten soll. Mal durch mehr Pushen, mehr Disziplin, noch mehr funktionieren. Mal durch Ausweichen, Betäubung oder Ablenkung oder Dauerbeschäftigung in anderer Form. Ich reiße das hier nur kurz an, aber genau darin liegt ein ziemlich wichtiger Teil der Tücke. Dass der Funktionsmodus sich nicht nur von außen aufbaut, sondern auch oft von innen immer stabilisiert wird. Damit ist auch die zweite große Frage zumindest im Überblick beantwortet. Funktionsmodus macht etwas mit den Menschen. Innerlich, körperlich und im ganzen Alltag. Nicht immer sofort sichtbar, aber oft deutlich genug, wenn man einmal genauer hinschaut. Und die dritte Frage steht jetzt ebenfalls klarer im Raum. Warum hält sich dieser Zustand oft so hartnäckig? Nicht nur wegen dem äußeren Druck, sondern auch, weil er von innen und außen mitgetragen und stabilisiert wird. Ich wollte das heute bewusst einmal versuchen, im Zusammenhang kurz aufzumachen, weil Funktionsmodus aus meiner Sicht kein Randthema ist. Der Funktionsmodus ist aus meiner Perspektive größer, als es klingt. Physiologisch nachvollziehbar, kulturell verstärkt und oft früh geprägt und auf Dauer alles andere als harmlos. Und genau deshalb finde ich es sinnvoll, die einzelnen Ebenen davon nicht nur zu benennen,
sondern auch wirklich sauber auseinanderzunehmen. Wenn dich das anspricht, lass gerne ein Like da. Und wenn dich solche Themen rund um Funktionsmodus, Selbstverbundenheit und gesunde Leistungsfähigkeit interessieren, dann kannst du gern meinen Kanal abonnieren. Dann bekommst du die nächsten Folgen direkt mit. Wenn du dich darin wiedererkennst, kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob du diesen Zustand für dich bisher überhaupt schon so benannt hast und welcher Aspekt dich gerade am meisten angesprochen hat. Das hier war bewusst erstmal nur sowas wie eine grobe Landkarte, also kein komplettes Ausarbeiten, sondern ein Überblick darüber, was alles mit drin stecken kann. Und auf die einzelnen Teilaspekte gehe ich in den weiteren Folgen Schritt für Schritt genauer ein. Danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.